Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Dieses Mal werde ich euch zeigen, wie man selber schnell und einfach einen Mooskranz machen kann. Mein Mooskranz wird dann später auch noch österlich dekoriert werden. Ja, und als Basis werde ich diesen Heukranz verwenden. Der hat jetzt in meinem Fall in etwa einen Außendurchmesser von ca. 25 cm. Und ich werde jetzt an meinem Heukranz feinen Bindedraht befestigen. Ihr könnt aber auch genauso gut den dickeren Bindedraht verwenden. Ich habe mich jetzt bewusst für einen silberfarbigen Draht entschieden, weil in meinem Fall darf man den Draht später ruhig sehen. Wenn ihr den Draht jetzt nicht sehen möchtet später oder das Ganze halt ein bisschen unauffälliger haben wollt mit dem Draht, dann nehmt man lieber einen dunkleren Draht. Und es ist jetzt auch vollkommen egal, an welcher Stelle eures Heukranzes ihr den Bindedraht befestigt. Hauptsache, der sitzt da jetzt gleich gut dran. Ich habe jetzt hier so 2 Doppelknoten hineingemacht. Das Drahtende oder den Drahtanfang vielmehr, den stecke ich jetzt mal so ein bisschen in den Heukranz hinein. Ja, der ist jetzt zu fein. Ich schneide das Überschüssige mal eben ab, wobei das jetzt ehrlich gesagt auch egal wäre. So, ich lege mir den Draht immer vorzugsweise hier in meine Kranzmitte. Ich weiß auch nicht warum, oder man kann den auch dahin legen. Jetzt nehme ich mir plattenlos. Muss man gleich gucken, ob ich ihn halt noch ein bisschen zurechtfriemeln muss. Die Unterseite werde ich jetzt nicht mitgestalten, weil die wird man nachher in meinem Fall überhaupt nicht sehen. Und dann zupfe ich mir mal so ein bisschen größere Platten zurecht. So, wenn jetzt hier noch Erde unten drunter bei euch sein sollte, einfach mal vorsichtig abfriemeln. Hier ist der Bindedraht. Lege mir mein Plattenmoos da mal so drauf und wickel das mit meinem Bindedraht fest. Oder auch nicht. Jetzt wollte es hier gerade abgehen. So, jetzt. Ich wickel das halt mit meinem Bindedraht mal fest. Der einzige Nachteil bei dem feinen Bindedraht ist, den könnt ihr nicht immer so super stramm ziehen, weil der kann gut und gerne auch mal einreißen. So, jetzt justiere ich mir das Ganze hier mal, nehme mir wieder etwas Plattenmoos und lege das mal etwas überlappend auf das vorherige Moos und dann halt auch an die Stellen, wo man den Heukranz noch sehen kann. Ihr könnt auch einen, Strohkranz verwenden und wickel das jetzt auch wieder mit meinem Bindedraht fest. Ja, und das Ganze mache ich jetzt so lange, bis der komplette Kranz mit Plattenmoos bedeckt ist. Mein Mooskranz ist jetzt soweit fertig und ich habe jetzt hier auf meinem Arbeitstisch ein Bund Eukalyptus liegen und ein Bund Strandflieder. Den Eukalyptus und den Strandflieder muss ich mir jetzt allerdings auch noch zurechtschneiden. Alles, was hier jetzt nicht mehr so schön aussieht, werde ich abschneiden. Das Grün wird letzten Endes eine Länge zwischen 20 und 25 cm behalten, weil ich will den jetzt auch nicht zu kurz schneiden, den Eukalyptus, aus einem ganz einfachen Grund. Der ist echt relativ teuer geworden, der Eukalyptus. Das eine Bund hat mich jetzt 8 € gekostet. Und insofern will ich jetzt einfach nicht so viel verschwenden. Aber das hier im unteren Bereich, das sieht jetzt nicht mehr so schön aus. Diese kleinen Zweige kann man mal gucken. Ja, den könnten wir nachher noch irgendwie separat einarbeiten. Und was wollte ich jetzt noch sagen? Der Strandflieder wird auch zurechtgeschnitten. Zeige ich euch mal eben. Ach, jetzt habe ich das Bund noch gar nicht auseinandergenommen. Ja, das Gummiband kann man eigentlich aufheben für andere Projekte. So, jetzt habe ich ja hier so einen Stiel, Eukalyptus wollte ich jetzt schon sagen, Strandflieder. Schneide ich dann bis zu diesen Stellen dann immer ab. Ne, gucke ich mal. Kann auch sein, dass hier unten noch ein bisschen nachher was abgeschnitten werden wird vom Grün. Es kann auch gut möglich sein, wenn ich jetzt hier zu viel meiner Meinung nach dran haben sollte, nehme ich das so auch nochmal hier weg. Und dann schneide ich mein Grün aber immer erst im Laufe des Bindeprozesses zurecht. Beim Strandflieder werde ich folgendermaßen vorgehen. Ich mache mir jetzt hier so kleine Sträußchen aus dem Strandflieder. Beim Eukalyptus gucke ich auch mal, mache ich mir auch mal so kleine, ja, Bünde, sage ich jetzt mal. Der wird aber wirklich sehr lang bleiben, mein Eukalyptus. Noch toller sähe es jetzt aus, wenn man den auf so eine Länge zurückschneiden würde. Ich hatte Glück, im Herbst kann ich immer den Eukalyptus einer Freundin schneiden. Und dann hat der von Natur aus sowieso nur diese Länge, ne? Aber wie gesagt, ich will da jetzt nicht so viel verschwenden vom Eukalyptus. Feiner Bindedraht ist hier wieder am Start. Der ist hier. Nehme jetzt den Eukalyptus, lege mir den jetzt hier mal auf den Mooskranz. Ich habe auch jetzt nicht vor, das gesamte Moos mit Eukalyptus zu bedecken. Das wäre jetzt irgendwie letzten Endes Quatsch. Ich denke auch nicht, dass ich einen Bund einarbeiten werde und binde den Eukalyptus mit dem feinen Bindedraht fest. Ich mache das jetzt vorzugsweise so, dass ich mal versuche, zwischen den Blättern meinen Bindedraht zu legen, damit man die nachher nicht so, ja, sagen wir mal so unschön mit festwickelt. So, das dauert hier eben. Ich würde das vorzugsweise immer zweimal drumherum wickeln, dann hält das Ganze schon mal besser. Dann kann man halt darüber nachdenken, ob man diese Enden hier unten drunter dann legt
Und dann würde ich mir jetzt zum Beispiel was heißt zum Beispiel, ich würde mir eine Krampe nehmen, die hätte ich mir eigentlich auch mal hinstellen können. Einige kennen die auch unter dem Namen U-Haken, so sehen die aus. Leg mir dann diese Enden oder den Anfang vom Eukalyptus, wie auch immer, unterhalb meines Kranzes, nehme mir eine Krampe, die habe ich ja jetzt schon in meiner Hand, und stecke das dann damit einfach fest. Somit hat man halt relativ wenig, ja, irgendwie verschwendet. Jetzt kommt mein Strandflieder hinzu. Ja, obwohl, ich will eigentlich das ganze Bund schon fast einarbeiten. Mal gucken. Der Strandflieder, der sieht aber auch super aus, wenn der mal eingetrocknet ist. Leg mir den auf den Eukalyptus mit drauf. Ihr könnt das Ganze auch noch mal ein bisschen flatteriger machen, ne, so wie es halt euch persönlich gefällt. Und wickel das auch mit meinem Bindedraht fest. Ich werde auch mal gucken, ob nur einmal drumherum wickeln reicht. Oder halt, obwohl besser ist eigentlich immer zweimal. Jetzt kommt wieder Eukalyptus. Ich bin jetzt noch am Überlegen, ob ich das so, ja, immer so wickeln werde. Kann ich jetzt schlecht erklären, was ich eigentlich vorhabe, weil zu 100% weiß ich es jetzt selber auch noch nicht. Guck jetzt hier mal. Nehmen wir wieder so zwei. Ah, der ist hier gebrochen. Ja, ja, kann man nehmen. Leg das auf das vorherige Grün. Lege ich mir aber jetzt mal anders hin. Ne, sonst habe ich die Kränze immer, ja, wie soll ich sagen, so gleichmäßig erstellt, dass ich das hier einfach immer drüber gelegt habe und dann immer so weiter. Aber ich mache das jetzt mal auch mal über Kreuz. Ich glaube, das sieht dann auch ganz cool aus. Und das Ganze soll dann so werden, müsst ihr euch vorstellen, dass der obere Bereich hier vom Kranz schon gut bedeckt ist mit meinem, wie heißt es, Bindegrün. Aber so an den Seiten und bei der Innenseite, da soll man auch ruhig weiterhin das Moos nachher sehen. Aber ich muss mal gucken, ne, wie der so wird. Ich weiß es auch noch nicht so. Ich zeige euch jetzt mal den Abschluss meines Kranzes. Dafür hebe ich jetzt den Anfang mit dem Bindegrün mal an. Und mein letztes Bündel lege ich jetzt unterhalb des Anfangs von dem Bindegrün. Und das wird jetzt auch mit Bindedraht festgewickelt werden. Den Bindedraht jetzt aber noch nicht sofort abschneiden, weil ich mache mir jetzt gerade selber noch Gedanken, ob ich diesen Bindedraht nicht doch noch jetzt gleich benötigen könnte. Weil so ist der Kranz ja jetzt noch ein bisschen plüschig, zumindest meiner Meinung nach. Und davon mal abgesehen kann ich euch ruhig an dieser Stelle verraten, dieser Kranz, der wird zu einer Freundin nach München geschickt werden und der muss dann irgendwie auch in so eine, ja, hier wie heißt es, Paketbox reinpassen. Und deswegen erstmal dran lassen, ne? Und dann kann man jetzt mal überlegen, ob man noch diesen restlichen Strandflieder mit einarbeiten möchte. Weil ich habe jetzt nur dieses kleine Fitzelchen übrig behalten, wobei hier vorne in der Ecke liegt auch noch ein bisschen was. Was wollte ich jetzt sagen? Das kann man jetzt hier einfach nur so unterhalb des vorhandenen Bindedrahts einfach nur so da drunter hineinschieben. Ich bin aber jetzt noch nicht fertig hier mit meiner Deko. Ich wollte nämlich noch eventuell, aber ich muss jetzt erstmal selber überlegen, Weidenkätzchenzweige mit einarbeiten. Und dann habe ich hier irgendwo noch, na, wo habe ich es denn hingeschmissen? Das ist Lavendel, der stand aus meinem Garten, ist mir leider einer kaputt gefroren, habe ich abgeschnitten. Ich finde, das sieht ganz cool aus, wenn man den da mit einarbeiten würde. Am schönsten sieht es dann aus, werde ich auch machen. Hier sind noch ein paar Blättchen dran. Ich werde das hier einfach so abknicken. Also ich werde das nicht mit der Schere schneiden, weil dann hat das hier so eine, ja, wie soll ich das jetzt sagen? Das ist einfach ein schöneres Ende, als wenn ich das jetzt so glatt mit der Schere abschneiden würde. Oder ich zeige auch mal ein größeres Stück noch. Ja, ist halt manchmal, ne, mit dem Lavendel geht er dir kaputt im Winter, kannst halt nichts machen. Hier sind jetzt noch so restliche Blätter dran. Einfach so abmachen, ne? Oder ihr lasst die Blätter dran. Auch hier, da hatte ich den natürlich geschnitten. Zack, abbrechen, dann hat man wieder eine schönere, wie nennt man das? Bruchstelle. Bin ich halt auch noch am Überlegen, ob ich das hier mit einarbeiten möchte. Das würde ich dann unter mein Grün stecken. Ja, wobei, das könnte man vielleicht wieder besser mit einer Heißklebepistole nachher befestigen. Ich glaube, das sieht sinnvoller aus, als wenn ich das jetzt mit dem Bindedraht hier so... Nee, das ist mehr was für die Heißklebepistole. Aber bei den Weidenkätzchenzweigen, so, das müssen wir mal eben schneiden. Da bin ich halt jetzt noch am Überlegen, weil das muss ja hier eh noch festgewickelt werden, ob ich die nicht jetzt auch mit dem Bindedraht mal festwickeln werde. Ich werde das jetzt mal selber eben mal testweise ausprobieren. Huiuiui, ist echt so eine Sache, ne? Oder ob man das hier mit Krampen befestigt. Ja, ich weiß jetzt selber gerade noch nicht so genau, wie ich das machen möchte. Also die Weidenkätzchenzweige, die werde ich jetzt noch nicht mit einarbeiten. Ich werde jetzt gleich locker flockig hier noch eine Runde mit meinem Bindedraht um den Kranz drumherum wickeln. Werde aber jetzt hier vorher noch den Strandflieder einarbeiten, der jetzt übrig geblieben ist.
weil das bisschen jetzt hier noch aufheben für irgendein anderes Projekt macht jetzt in meinen Augen gerade keinen Sinn. Und dann werde ich das Ganze jetzt mal wieder für euch beschleunigen. Wie bereits erwähnt, der Strandflieder wird hier wirklich nur so unter dem vorhandenen Bindedraht hineingesteckt werden. Mehr werde ich den jetzt nicht befestigen. Und ja, hier könnte noch ein bisschen was hin. Und dann, wenn ich das jetzt fertig habe, jeden Moment wird der Kranz halt grob mit dem Bindedraht umwickelt werden. Ich glaube, das ist dann die bessere Lösung. Das Drahtende schneide ich jetzt ab und verfreme das mit dem bereits dran gewickelten Bindedraht. Ist jetzt ein bisschen, ja, wirklich friemelig. Mache da jetzt einfach mal so einen Knoten hinein, damit das nachher auch richtig gut da dran sitzt. Und dann werde ich mal als nächstes hier meinen Arbeitstisch mal ein bisschen aufräumen. Das sieht hier wieder aus. Solche Sachen, die kann man wirklich am besten, ich sag mal, in der Garage machen. Oder wenn man jetzt so ein Glück hat wie ich, in seiner kleinen Werkstatt machen. Oder im besten Falle bei gutem Wetter, was auch super geht für solche Kränze, ja, draußen, ne, auf dem Balkon oder im Garten, weil das macht schon eine Menge Dreck. Und ich kann das jetzt hier einfach, ehrlich gesagt, erstmal auf meinen Boden schmeißen und dann fege ich hier nachher mal durch. Ja, also jetzt so innerhalb von so einem Wohnzimmer würde ich jetzt sowas nicht machen oder ihr müsst alles vorher mit Folie abdecken. Aber am besten sonst einfach draußen sowas machen. Ich habe mir jetzt gedacht, dass meine Weidenkätzchenzweige um den Kranz drumherum gewickelt werden. Ich werde die dann hier an der Unterseite mit einer Krampe befestigen. Ja, und wie bereits gesagt, dann werden sie hier einfach drumherum gewickelt werden. Was nicht mehr biegsam sein sollte, werde ich aber zuvor abschneiden. Das ist jetzt hier zum Beispiel der Fall. Das will sich jetzt gar nicht mehr knicken lassen. Ich zeige es euch mal eben. So, Kranzunterseite, das sieht ja nachher kein Mensch. Krampe, komm her. Ne, komm. Ja, machen wir mal hier so ein bisschen. Muss ja nachher gut halten oder später gut halten. Steckt die da jetzt auch richtig fest rein. Und ich will die jetzt gar nicht so richtig stramm hier drumherum haben, sondern auch so ein bisschen locker flockig. Wenn ihr merken solltet, dass eure Weidenkätzchenzweige brechen, dann lieber ja für ein anderes Projekt aufheben. Dann nehme ich hier mal das vorhandene Bindegrün mal so ein bisschen auseinander und dann wird das Ende halt auch mit einer Krampe befestigt werden und versuche ich jetzt vorzugsweise halt so festzustecken, dass man die Krampen nachher nicht sieht. Wobei, ehrlich gesagt, da wird ja sowieso gleich noch weiter dekoriert werden. Ich bin mal gespannt, was meine Freundin zu diesem Projekt sagen wird. Das ist ein Geburtstagsgeschenk, wird das. Ich muss mir da jetzt besonders viel Mühe geben, obwohl sonst mache ich das ja auch wohl, das wusstet ihr jetzt nicht. Aber das erhält die zu ihrem runden Geburtstag. Und dann sollte sie sich besonders darüber freuen. Ich hoffe nur, ihre kleine süße Katze geht da nicht irgendwie dran. Ich weiß nicht, habt ihr schon mal gehört, dass Katzen an Eukalyptus irgendwie dran gehen? Ich bin ja Hundebesitzer. Was Katzen angeht, da habe ich jetzt ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung. Aber ich gehe jetzt mal nicht davon aus. Ansonsten kann die den ja auch draußen hinlegen, weil ich weiß, ihre kleine Katze, ist ganz witzig, die hat gar keine Lust nach draußen zu gehen. Und dann gehe ich aber jetzt mal ein bisschen wieder auf Zeitraffer für euch. Das wird hier gleich mit der Heißklebepistole befestigt werden. Ja, schmeiß weg, Pinky, ist auch egal. Und dann wahrscheinlich noch hier diese Deko-Ostereier kommen da auch noch zum Einsatz. Aber da werde ich mich jetzt nicht mehr melden. Wie gesagt, das hier, der Lavendel-Heißklebepistole und diese Ostereier, eventuell kommen die auch noch hinzu, werden dann auch ganz entspannt mit der Heißklebepistole befestigt. Meinen Osterkranz habe ich jetzt soweit fertig, allerdings habe ich mich gegen diese Ostereier entschieden, weil die passten jetzt nicht so wirklich von der Farbe her in den Kranz hinein. Letzten Endes hätte ich da jetzt anstelle dieser Ostereier Wachteleier verwendet, aber der Kranz soll ja mit der Post versendet werden und ich denke, die Wachteleier, die würden dann während des Transports alle kaputt gehen. Ja, und somit habe ich mich für diese Federn entschieden. Die sind auch nur in den Kranz so hineingesteckt, konntet ihr ja gerade auch sehen. Hat letzten Endes auch den Vorteil, meine Freundin kann dann im Laufe der Zeit die Federn halt hinausnehmen und dann kann sie den Kranz noch für eine Sommerdeko verwenden. Normalerweise müssten die Weidenkätzchen, ja, wie soll ich sagen, Puschel da auch dranbleiben. Und dann kann sie ja vielleicht hier noch ein Glas in der Mitte platzieren oder was auch immer oder hängt den Kranz auf. Ich weiß jetzt noch nicht, was sie damit vorhat. Sie weiß ja auch letzten Endes nicht, dass sie diesen Kranz bekommen wird.
Ja, und den Lavendel, den musste ich nur teilweise mit der Heißklebepistole befestigen. Ich konnte den auch so ein bisschen unterhalb des Bindedrahts legen. Und die ganzen benötigten Materialien für dieses Projekt werde ich auch wie üblich in der Videobeschreibung eintragen. Ansonsten werde ich mich jetzt auch mal an dieser Stelle bei euch verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut, eure Pink Peach. Bye!